Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil in meiner Aufbauvideoserie. Heute möchten wir die Frontradaufhängung mit der ersten Felge zusammensetzen. Diese Teile hier ergeben dann die Felgen, wenn man sie so zusammensetzt. Auch hier sieht man erneut kleinere Lackeinschlüsse, vor allem in diesem Bereich hier. Das ist nicht so schlimm, weil hier sowieso das Hubcap dann oben auf platziert wird. Hier gibt es eine kleine Schwierigkeit. Noch habe ich das nicht ganz durchstiegen, wie das funktionieren soll. Die beiden Teile sollen offensichtlich so gegenläufig auf den Reifen montiert werden und dann mit den Schrauben EM, mal kurz kontrollieren, doch, das sind die EM, müssten die da verschraubt werden. Das einzige Problem ist, diese Schrauben scheinen zu kurz zu sein. Nehmen wir das Ganze nochmal voneinander und versuchen wir mal das aufzuklären. Vielleicht habe ich das jetzt auch einfach nur falsch gemacht. Der Abstand passt nicht. Vielleicht muss man das zusammendrücken, das ist allerdings relativ schwierig. Das ist doch ein massives Teil. Ich muss mir da die Anleitung nochmal ein bisschen genauer anschauen. Passt nicht. Das passt nicht. Und wir haben hier definitiv auch keine anderen längeren Schrauben. Das funktioniert nicht. Das ist zu kurz. Das ist zu kurz. Das geht nicht. Das geht nicht. Keine Chance. Das wird nicht funktionieren. Das gibt's ja nicht. Das kann man nicht zusammensetzen. Das gibt's ja nicht. Das ist genau 1 cm von dieser Kante auf diese Kante hier. Und wenn wir das hier kurz gegenmessen, hier würde dann der Reifen aufliegen. Das heißt, damit das passt, müsste diese Länge doch jetzt auch 1 cm ergeben. Aber wenn wir das jetzt vergleichen, da fehlt ein Stück. Seht ihr das? Da fehlt ein ganzes Stück. Das kannst du nicht zusammensetzen. Das funktioniert nicht. Nicht mit diesen Schrauben. Da bin ich jetzt wirklich enttäuscht. Das ist schade. Das funktioniert so nicht. So, ich möchte nun mal versuchen, ob ich das nicht irgendwie zusammenpressen kann. Vielleicht liegt es ja einfach bloß daran, dass hier ein wenig Druck ausgeübt werden muss. Ich habe mich hier auch nochmal das Bild im Katalog auf der Folgeseite angeschaut. Das sieht hier nicht danach aus, dass wir hier einen größeren Abstand haben. Da dieser aber vorliegt und auch diese Schrauben, die ich nachgemessen habe, die EM-Schrauben, die auch gemäß Beipackung auf 4 mm Länge spezifiziert sind, das scheint zu stimmen, gibt es ja wohl keine andere Möglichkeit, als dass ich das hier ein wenig mit Klemmen in diesem Fall versuche zusammenzupressen und dann wollen wir mal schauen, ob das vielleicht bereits ausreichend sein wird. Da diese Teile aus Metall sind,
scheint das soweit zu funktionieren. Okay, also das heißt, damit das korrekt verschraubt werden kann, muss man das wirklich zusammenpressen. Schade, das wäre ein guter Hinweis gewesen, der in die Anleitung reingehört. Das hätte mir jetzt ein paar Minuten Kopfzerbrechen definitiv erspart. Und damit sind wir mit dem heutigen Aufbauvideo auch schon wieder am Ende. Wir haben gebaut. Nein, ihr habt zugesehen, gebaut habe ich dieses Vorderrad mit Aufhängung und Bremssattel. Lief jetzt nicht ganz so, wie ich mir das erhofft hatte, muss ich ehrlich sagen. Ich musste da mit diesen Klemmen ein wenig Gewalt anwenden. Ich musste das zusammenpressen, damit ich den Fehlabstand von 4 mm ausgleichen konnte. In der Anleitung steht dazu kein Wort. Das ist ein bisschen schade, das gehörte da erwähnt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so gewollt ist oder ob das ein Fertigungsfehler ist. Auf jeden Fall, es ist jetzt zusammengesetzt, es wird funktionieren, da bin ich ziemlich überzeugt. Trotzdem, es gefällt mir sehr gut, wenn man den Reifen sich betrachtet. Ich weiß nicht, ob da auf der Kamera das jetzt zu sehen ist. Man hat hier diese Beschriftungen, genauso wie sich das gehört. Goodyear, Eagle GT Reifen, genau diese waren auf Kit aufgezogen damals in der Fernsehserie, genau diese waren aufgezogen auf einem richtigen Pontiac Firebird. Der Bremssattel, die Aufhängung sieht genauso aus, wie es sein sollte. Da gibt's nichts dran zu bemängeln. Und auch dieses Bowling Ball Hubcap, sehr schön gemacht mit dem Logo der Pontiac Motor Division in der Mitte, genauso wie es sein soll. In diesem Sinne, ich verabschiede mich mal wieder von euch. Ich hoffe, ihr schaut nächstes Mal auch wieder rein, wenn ich dann den nächsten Schritt in Angriff nehme, nämlich das Dashboard. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Bleibt gesund und bis bald.